ist ein guter Tag, denn wir fahren nach Braunschweig in das Welfenland. Und zwar ist das Welfenland eine Werkstatt von einem Rollerclub von den Welfen. Und warum die eine eigene Werkstatt haben und wie das Ganze da so aussieht und was die da so treiben, das schauen wir uns gleich an. Also dranbleiben, bis gleich. Und diese Reise, die machen wir zu dritt. Bennett ist diesmal mit dabei. Robert ist hinter der Kamera und ich bin auch wieder dabei. Du bist immer dabei, Jesko. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, ja. So, wir sind jetzt in Braunschweig angekommen, im Welfenland. Neben mir sitzt Philipp. Philipp ist quasi Mitchef hier vom Welfenland, gibt ein bisschen mit Acht hier und vor allem kann uns auch erzählen, worum es hier geht. Willkommen bei uns im Welfenland in Braunschweig. Das ist die Clubhalle vom Welfen Roller Club. Wir sind hier seit über 10 Jahren ansässig und wir schrauben hier, wir trinken hier, wir grillen hier. Ja, und das ist so unser großer Hobbyraum. Und wer macht alles mit? Nur Welfen oder habt ihr hier auch Schrauber, die nicht im Club sind? Grundsätzlich ist das hier unsere Welfen-Schrauberhalle. Das ist für den Welfen Roller Club und dessen Mitglieder. Wir sind insgesamt 12 Stück, von denen 5 aktiv hier schrauben. Wir haben aber auch hier und da mal einen eigenen Gastschrauber und freuen uns auch drüber, da immer mal ein bisschen jemanden dabei zu haben, der uns auch ein bisschen frisches Blut mit reinbringt. Ich meine, die Halle ist schon ziemlich fett und geil. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr so eine Halle habt? Bis vor über 10 Jahren hatten wir alle noch einzelne Garagen. Wir hatten kleine Werkstätten, vielleicht auch nur mal einen Keller. Und dann hat über einen unserer Clubkollegen haben wir ein tolles Angebot bekommen für diese Location. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben entschieden, ja, wir machen das. Wir als Welfen Roller Club mieten uns zusammen was, haben alles andere gekündigt. Ja, und seitdem haben wir alles zusammengeworfen, sind hier drin, mit dem Leistungsprüfstand das Ganze ergänzt und sind jetzt hier ziemlich gut ausgestattet. Okay. Und du hast ja auch schon gesagt, das ist für euch mehr als nur eine Werkstatt, das ist auch Clubraum, ne? Hier findet auch euer Clubleben statt. Macht ihr denn auch Veranstaltungen? Ja, wir machen auch Veranstaltungen. Leistungsprüfstand liegt im Fokus, gerne auch in Verbindung mit dem An- und Abrollern, das von unseren Freunden vom Tarmac Spirits Roller Club organisiert wird. Zudem Grillfeste, alles was so anfällt, was diese Halle eben bietet. Mit Wetterschutz, mit großem Vorplatz für Sommerfeste, allem drum und dran. Okay. Und ein Gartencenter habt ihr auch, sehe ich. Gartencenter haben wir auch. Wir sind im Winter gerne mal auch Gartencenter für diverse Terrassenpflanzen von unseren Clubkollegen. Ich finde es so gut, macht so ein bisschen wohnlich und so ein bisschen sommerliche Atmosphäre bei euch. Obwohl es ist, also wir haben gerade Februar, das ist eine hohe Halle hier, ne? Also wir müssen ganz schnell drehen, weil wir frieren uns so den Arsch ab gerade. Aber ja. Now there ain't nothing to it. Go ahead and bring Goliath on. Ain't no giant, I ain't gon' fire on. Catch a fade, you I'm wrong, I'm gone. Y'all can catch the wave that I. So, wir stehen jetzt im Werkstattbereich vom Welfenland, richtig? Das ist korrekt. Und wir stehen hier natürlich vor dem wichtigsten Werkzeug, was in so einer Werkstatt überhaupt stehen kann, vor dem Leistungsprüfstand. Was ist das für einer? Das ist korrekt, Jesko. Das ist unser P4 Leistungsprüfstand. Also genau der gleiche im Prinzip wie der, den wir bei SIP haben, ein Ammerschläger P4. Das ist so ein guter Standard in Deutschland. Ja. Das ist die große Rolle, 350 Kilo. Und damit können wir so gut wie alles messen. Bis wie viel PS? Bis 300 PS. Sehr gut, dann lohnt es sich noch ein bisschen weiter zu schrauben. Und hier ist dann, glaube ich, der Bereich, wo die einzelnen Mitglieder ihre eigenen Schrauberbereiche haben, ihre eigenen Werkbänke, oder? Das stimmt, Jesko. Wir haben hier 6 voll eingerichtete Werkplätze für Demontage, Bearbeitung, Montage. Wir haben hier natürlich auch eigene Plätze. Jeder hat so ein bisschen sein eigenes Werkzeug. Wir haben Gemeinschaftswerkzeug. Und alles andere, was wir so haben, Metallbearbeitung, Schweißen, Fräsen, alles was Dreck macht, das haben wir hiervon separiert. Also kann jeder sozusagen hier seinen eigenen Motor zerlegen, kann hier ein bisschen Unordnung machen, stört dabei keinen anderen und macht einfach das nächste Mal weiter, wenn er wieder Zeit hat. Und was ist das für ein Projekt? Ist das ein Roller von dir, oder?
Ja, schön, dass du fragst. Das ist ein sehr altes Projekt von mir. Habe ich aus meinen Anfangszeiten mal vermacht bekommen und soll jetzt wieder auf die Straße. Optisch wird alles beim Alten bleiben, im schönen 80er-Jahre-Design. Und wird nur technisch überholt, neuer Motor rein und dann geht es hoffentlich bald wieder los aufs nächste Rollertreffen. Wann ist fertig? Ja. Sehr gut. Was habt ihr hier noch? Hier ist Schmutzarbeitsplatz? Oder? Genau, hier ist die erwähnte Metallbearbeitung, Metallplatten, Standbohrmaschine, Schweißgerät, Amboss, alles was man braucht, um auch einen schrottigen Vespa-Rahmen wieder zusammenzusetzen und auf die Straße zu bringen. Ich sitze jetzt zwischen zwei ganz besonderen Mitgliedern des Welfen RK, nämlich zwischen Basti Schier und Heiko Konrad. Und das Besondere an den beiden ist, dass das wirklich Gründungsmitglieder der Welfen sind. Wann habt ihr euch denn gegründet, Heiko? Also kennengelernt haben wir uns tatsächlich 1985 und sind damals zusammen zur Euro-Vespa nach Frankfurt gefahren. Das war eine Tour über 2 Tage mit 80ern. Und da haben wir zum ersten Mal Custom-Roller gesehen, haben Engländer gesehen, haben Leute gesehen mit Glatzkopf, die Roller gefahren sind. Sowas kannten wir hier halt vorher gar nicht. Okay. Den Club haben wir dann 1986 gegründet. Wart ihr damals schon Scooterboys, Basti? Oder? Ich war Mod und er war Popper. Ah, okay, sehr gut. Und wie das Ganze dann später weitergelaufen ist oder so, das erzählen wir euch, wenn wir ins Warme gegangen sind. Ich stehe jetzt mit Heiko hier in dem Bereich, in dem die Roller parken. Und hier sind ganz viele, ganz verschiedene Roller. Kannst du was dazu sagen? Ja, das ist quasi hier unser Bereich, wo alle unsere Roller stehen. Jetzt überwintern die Roller alle hier, also von daher sind es sehr viele. Normalerweise hat jeder von uns noch 1, 2 Roller zu Hause, je nachdem, was er da am Platz hat. Und hier stehen aber auch, also nicht nur fertige Roller, sondern hier könnt ihr halt auch Roller abstellen, die gerade irgendwie geschraubt werden oder sowas und dann die Hebebühne frei machen, dann hier so lange abstellen. Genau. Weil ihr habt ja mehr Platz als genug, oder? Wir haben hier weit über 200 Quadratmeter in der Halle, also von daher haben wir genug Platz zum Abstellen. Dann kommt es halt auch mal, dass man einen Unfallroller hier herstellt für einen Freund, der halt sagt, kann ich den bei euch so lange parken? Dann steht ihr hier drin. Teilweise Projekte, die natürlich auch sehr viel länger brauchen oder ewig eventuell. Aber der Platz ist da, von daher ist halt kein Problem. Ja, das ist immer ein großer Luxus. Aber ihr habt hier sehr viele verschiedene Roller. Und ich würde aber gerne auf ein paar Roller näher eingehen, weil ich nämlich schon gesehen habe, dass ihr ein paar sehr, sehr interessante Roller dabei habt. Ist das okay? Fangen wir an. Gut. Hier vorne ist nämlich ein Roller, das ist deine Lambretta, oder? Zufällig meine Lambretta, ganz genau. Das passt sich ganz gut. Ich bin nach sehr vielen Jahren, also ich fahre schon seit 1984 eigentlich Roller, immer nur Vespa gefahren und irgendwann fing das mit der Lambretta auch mal an durch Freunde aus England, dass ich sowas mal ganz gut fand und da habe ich mir diese Lambretta hier gekauft und quasi instand gesetzt und überarbeitet. Das Besondere bei der, also das ist eine SX 200, aber eine spanische, mit einem ganz milden TS1-Tuning, also hat nur so ein bisschen über 20 PS. Aber fährt, wie man so sagt, so pulled like a train, also fährt wunderbar, Langstrecke, braucht keine Drehzahl und so, ist sehr schön zu fahren. Mit auch nur am 28er Vergaser. Kleine Bemerkung, ne? Wenn ihr hoffentlich unsere Jockey-Modellkunde-Videos gesehen habt, die SX200 aus Spanien, ist die Jet, ne? Die haben wir euch auch vorgestellt in dem Jockeys-Video, ne? Mit den LI-Backen. Hier kann man das alles noch erkennen. Schönes Sammlerstück, aber natürlich noch viel schöner so. Dieser Lack, das hat auch eine besondere Bewandtnis mit dieser Lackierung, oder? Genau. Der Lack ist ein Dazzle-Design, nennt sich das. Es hatten im Zweiten Weltkrieg auf jeden Fall, im Ersten Weltkrieg weiß ich nicht ganz genau, die Schiffe, dass man ihre Formen nicht sehen konnte. Dass sie als Ziel schwieriger zu sehen waren für Torpedoboote und sowas. Von daher kommt das ist eine Mischung aus den normalen Tarnfarben, aber es nennt sich Dazzle. Und eine meiner Lieblingsauspufffanlagen für Lambretta, ein Dev-Tour. Ne? Das weiß ich, dass die sehr schön auf Touren zu fahren sind. Ja, schöner Roller, Heiko. Gratuliere. Dankeschön. Dann gehen wir mal weiter zu anderen Rollern. So, ich stehe jetzt hier mit Basti an seiner Sprint vor einem Roller, den hat er nicht selber gebaut, aber der ist trotzdem etwas sehr Besonderes. Möchtest du etwas dazu sagen? Ja, ich bin Baujahr 68, genau wie dieser Roller.
Und ich hatte vor Jahren Jesko mal gefragt, ob er sowas organisieren kann. Und du hast es damals zu deiner Zeit in Berlin geschafft. Das weiß ich aber nicht mehr wie, aber du hast ihn auf jeden Fall vermittelt. Basti hatte mich gefragt, er sucht einen Roller zu seinem Baujahr 1968. Und ich hatte Glück, diesen Roller gefunden zu haben. Denn ein guter Kumpel von mir, Thomas, der wollte sich von diesem Stück trennen, was er lange sehr gepflegt hat. Und zwar ist das Besondere, das ist eine Sprint aus deutscher Produktion. Das ist selten und die hatte auch besondere Teile. Das bekannteste ist wahrscheinlich dieses Rücklicht hier. Das ist extrem selten und geht auch ganz fürchterlich schnell kaputt. Also das darf man am besten nicht mal falsch angucken. Ja, und der Roller, der ist immer noch in einem wirklich guten Zustand, wird auch gefahren, sehr gut. Und ich freue mich, dass er immer noch so gut dasteht und ich hoffe, du bist auch noch zufrieden. Sehr zufrieden, Jesko. Vielen Dank nochmal. Sehr gut, dann gehen wir mal nach vorne. Jetzt stehen wir vor einem besonderen Roller. Ja. Das ist auch ein Roller von Basti, nämlich die Untouchable. Ja, Wann hast du den gebaut? 88. Hat er gleich von Anfang an diese Lackierung gehabt? Nee, das war verchromt, vergoldet und dann habe ich einen Künstler gefunden, der die Motive von Giga umsetzen konnte. Tom Jutz aus Hamburg und dann war er 88 in der Form fertig. Diese Airbrush-Bilder hier, die sind alle von HR Giga. Diese Originale, die wurden halt von diesem Designer der Alien-Kulissen erschaffen. Hier geht das ja auch noch darüber hinaus. Du hast ja nicht nur diese Airbrush-Bilder, sondern du hast hier ganz viele Gravuren. Und ich glaube hier noch eine Viel Geld reingesteckt, Jesko. eine vergoldete Bremsankerplatte. Ja. Und früher sah der ja noch, hatte der überall diese Pike-Nuts, ist das richtig? Ja, bis die Bullen mich angehalten haben. Die waren ein bisschen zu spitz. Die waren da nicht TÜV-konform, ja? Und teilweise so groß, so lang her. Ja, aber Wahnsinn, dass ich den Roller jetzt nach über 30 Jahren später immer noch hier stehen sehe. Immer noch in der Form. Und schön, Basti, dass wir den hier nochmal vorstellen konnten. So, und jetzt kommen wir zum letzten Teil unserer Mini-Welfenland Custom Show, nämlich zu der PX von Philipp. Vielen Dank. Ja, meine PX, ein Relikt der 90er. Lange in meinem Besitz, in den 90ern schon auf Wasserkühlung umgebaut. Damals noch mit Devil Inside Motor. Devil Inside, kleine Tuning-Spiele, gab es nicht allzu lange. Bekannt für was, Jesko? Ja, Devil Inside war bekannt für spektakuläre Umbauten, vor allem Malossi 200er Motoren mit Wasserkühlung. Habe ich auch von geträumt, hat aber das Geld nicht dafür. Genau. Und von diesem alten Motorkonzept ist eben noch übrig der Zylinder. Den hat damals sogar mein Freund Jesko hier gefräst. Und zustande gekommen ist jetzt ein haltbarer Motor mit 40 PS, 35 Newtonmetern und mit einigen Umbauten. Alles schön auf 90er Jahre getrimmt. Und damit bin ich persönlich sehr glücklich und zufrieden. Ja, ich find den auch, das ist jetzt zu laut, ne? Nochmal schön warm laufen lassen, danke. Also mir gefällt der Roller sehr gut. Ich freue mich auch, dass komischerweise mein gefräster Zylinder immer noch fährt. Aber ich finde, das ist ein außergewöhnliches Designkonzept. Schlicht, aber sehr schön. Vor allem mit der Gabel. Vorne ist eine Lambretta-Gabel verbaut. Und ich finde, das sieht wunderschön aus, ne, bei so einer PX. Auch wenn ich ganz genau weiß, es fährt scheiße. Also ich habe es selber gebaut. Sorry Philipp, ich habe selber Du hast vollkommen recht, Jesko. Das fährt sich richtig schlecht. Ein sehr schöner Roller, danke Philipp. Und wir müssen jetzt noch ein Detail hier zeigen von der Werkstatt, nämlich den Sozialbereich. Ja, der ist nämlich hier drüben, weil hier gibt es das Beste, was Braunschweig zu bieten hat. Ein Wolters Pilsner. Und da ich schon total Durst habe langsam, mache ich mir das auch auf. Möchtest du eins? Prost. Prost. Auch auf euch. Wir sind jetzt hier in der guten Stube angekommen vom Welfenland und wir haben auch ein gutes Wolters jetzt beide vor uns. Und jetzt möchte ich natürlich gerne mal hören von Heiko, wie das alles begonnen hat mit den Welfen. Weil 86 gegründet ist ja schon ein paar Tage her. Und ich habe ja schon angekündigt, dass die Welfen einer der ältesten Rollerclubs Deutschlands sind. Auch wenn es natürlich viel, viel ältere Clubs gibt, wie den Vespa Club Hamburg oder irgend sowas. Ne? Was macht denn da den Unterschied aus? Den Unterschied macht es, dass wir kein offizieller Vespa Club sind, wie diese Clubs. Jetzt sind wir es wieder, früher waren wir es nicht.
Wir hatten ja vorhin gesagt, 85 waren wir auf der Eurovespa. 86 haben wir in Braunschweig den Club gegründet, nachdem wir in Lübeck beim Scooterist Fun Weekend waren. Das war 86 und ich denke, das war der erste offizielle Scooter-Run, der nicht in einem Vereinsgebilde war. Ja. Das fanden wir irgendwie gut, haben danach den Club gegründet mit relativ vielen Leuten, 20 Leute oder sowas. Ja. Haben dann 87 unser erstes Treffen gemacht im Harz. Und danach hat sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt. Die Kultur zu der Zeit war auch eine ganz andere. Es gab Tats, es gab Punks, es gab Skinheads, es gab vielleicht auch ein paar Mods, in Braunschweig eher weniger. Basti war anscheinend der Einzige, soweit ich weiß. Ich habe gesagt, ich habe auch angefangen mit Rollerfahren. Viele haben als Popper angefangen, wenn man es halt so will. Und danach ist man so in diese Schiene gegangen, weil eigentlich auch erst 85, 86 diese Szene aus England zu uns rübergeschwappt ist. Also das heißt, ihr habt das gegründet als Teenager und es war damals auch noch eine etwas wilde Zeit, sagen wir mal. Genau. Die erste Generation der Rollerfahrer damals, der Scooterboys, war sehr anders für Fahrerverhältnisse. Das waren große Treffen, da waren 1200, 1500 Leute. Weil manche haben auch Alkohol getrunken und dann kam es mal zu Aggressionen. Es gab so, wenn man will, Revierkämpfe und sowas. Nie richtig schlimm, glaube ich. Aber es war doch schon gewaltig. Es hat auch nicht jedem gefallen. Und im Endeffekt muss man auch sagen, das war dann auch nicht so doll. Ist ja heute zum Glück alles vorbei. Ne? Heute ist es, ich finde es, wenn man auf einen Roller treffen oder auf einen Scooter-Run, heißt das ja in der Szene, wenn man auf einen Scooter-Run fährt, freuen sich die Leute halt, dass man noch existiert, dass es die einzelnen Clubs noch gibt, dass man sich kennt und freut sich darauf, sich zu treffen. Man kennt sich jetzt. Es ist halt eine ganz andere Geschichte als zum Beispiel in England. Wir waren noch öfter in England auf Rollertreffen, wo 4.000, 5.000, 6.000 Personen sind. In Deutschland ist diese Art von Rollertreffen jetzt wirklich klein, privat, man kennt sich, aber eigentlich super. Ja, also kann ich nur bestätigen, mache ich auch gerne. Das ist jetzt alles ein paar Tage her und ich muss jetzt eine böse Frage stellen, die wurde mir auch schon gestellt. Welfen gibt es jetzt seit 30 Jahren, nee, länger, es gibt schon viel länger. Wir wollen jetzt nicht genau auf die 35 sollten sein, ja. Letztes Jahr 35, ja. Also dieses Jahr 36, okay. Aber wie siehst du den Club in 36 Jahren? 36 Jahre, ja. Das kann ich dir echt nicht sagen. Weil wir haben ja keine Jugend, die nachgekommen ist. Ja. Teilweise, wir vergleichen es oft mit England, weil es daherkommt. Ja. In England sind die in der 3. Generation. Die Großeltern fahren, die Eltern fahren und die Kinder fahren auch schon. Ja. Das haben wir leider in Deutschland nicht. Das sind auch Fehler, glaube ich, in der Vergangenheit gewesen, dass man diese jüngeren Clubs oder jüngere Leute gar nicht so zugelassen hat. Ja. Das hängt auch damit zusammen, dass so streng auf diese Schaltroller-Geschichte geachtet wurde. Also Automatik ist eigentlich verpönt gewesen. Wir fahren ja selbst teilweise Automatik, also ich finde es nicht so schlimm. Und wenn man sich jetzt fragt, irgendein 16- oder 18-Jähriger kann sich ja keine Vespa mehr für 5.000, 6.000 Euro leisten, also einen Schaltroller. Und dadurch kam diese Jugend in Deutschland nie so richtig nach, muss man sagen. Und von daher, meine Meinung ist diese Sache, irgendwann läuft die so langsam aus, denke ich mal. Gibt es noch zum Abschluss etwas, eine besondere Anekdote oder sowas aus 36 Jahren Welfen oder aus 10 Jahren Welfenland, die du uns erzählen möchtest? Ja, Skoda reicht euer Speicher nicht aus. Also, ich finde, das ist ein wirklich schönes Schlusswort. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier zuzugucken. Heiko, vielen Dank, dass wir euch besuchen durften. Gerne. Ihr seid immer willkommen. Sehr schön. Dann bedanke ich mich bei allen, die heute hier mitgemacht haben. Bitte, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, drückt die Bimmel und bis zur nächsten Vorstellung.